Hallo und wunderschönen guten Morgen. Heute mal eine kleine Bauzusammenfassung zu meinem Next2Sun Solar- oder PV-Zaun-Projekt. Wie ihr seht, haben wir jetzt unsere Stickel gestellt und ich habe hier unten, da ich hier einen hohen Höhenunterschied zwischen diesen beiden Ebenen habe, hier noch solche Steine gesetzt, Randsteine gesetzt, etwas größere Randsteine, um diesen Höhenunterschied auszugleichen. Damit ich hier euch ein bisschen hilfreich unterstützen kann bei eurem Projekt, wenn ihr sowas auch baut, werde ich jetzt Folgendes mal machen. Ich begehe mal kurz die Baustelle, gehe ein paar wichtige Punkte mit euch durch und ihr stellt mir dann Fragen zu diesem Projekt. Der Vorteil, diese kann ich dann in mein nächstes Video einfließen lassen und kann euch dann genauer erzählen, wie das hier gemacht wurde. Beginnen wir einfach mal von vorne. Wie ihr seht, haben wir hier das Zaunsystem. Das besteht im Prinzip aus diesem Pfosten. Diese Pfosten haben hier diese Öffnungen, sage ich einfach mal. Und hier werden dann einfach die Trägersysteme für die PV-Module eingesetzt. Ihr seht das hier, die werden hier einfach nur reingesteckt. Da kommt dann hier so eine Aufnahme rein, die stellt man nur rein und verschraubt. Das ist wirklich ein sehr simples System. Der Vorteil, die Standardpfosten kann man auch versetzen. Hier habe ich jetzt ca. 9 cm Versatz gemacht. Das heißt, ich bin immer nach unten gesprungen. Das geht mit den Standardpfosten, können wir 9 cm machen. Hier hinten den letzten Sprung haben wir etwas größer gemacht. Da haben wir einen Spezialpfosten genommen. Das seht ihr hier, der hat hier eine Öffnung und auf der Gegenseite ist er etwas höher. So konnten wir einen Sprung von 24 bis 25 cm dementsprechend erstellen. Hier stellen wir dann unsere PV-Module einfach hinein. Das kommt aber dann in einem weiteren Video. Dann möchte ich euch gleich zu Anfang noch ein paar sehr wichtige Tipps zum Setzen der Pfosten mitgeben, denn das wird wahrscheinlich für die meisten von euch das Problematischste werden. Wie sind wir hier vorgegangen? Wir haben uns die Maße zwischen den Pfosten angezeichnet und haben hier ein Loch gegraben. Das Problem, ihr seht es schon hier oben, wir haben eine sehr, sehr steinreiche Gegend. Das heißt, mit Bohren war hier nichts. Ich habe mir einen Bohrer geholt, damit konnte ich nichts erzielen. Das heißt, wir mussten dann händisch ausschachten oder hier hinten haben wir dann einen Bagger genommen, haben riesen Löcher gegraben. Wie gesagt, wir hatten teilweise Steine drin mit einem Meter Durchmesser. Das ist der blanke Wahnsinn. Nichtsdestotrotz, wenn es bei euch möglich ist, bohrt einfach mit einem, sagen wir mal 250er Erdbohrer ein Loch und versenkt dann quasi eure Pfosten hier drin. Hier macht ihr einen erdfeuchten Beton, gebt diesen hier ein, steckt den Pfosten ein, richtet ihn so gut wie möglich aus und dann stellt ihr ihn vage und macht einfach 2 Latten links und rechts dran, um ihn zu fixieren. Ganz wichtig, achtet darauf, er muss wirklich absolut lotrecht stehen. Habt ihr den ersten Pfosten stehen, kommen wir zum zweiten Pfosten. Jetzt kommt das Hauptproblem, das Maß muss eingehalten werden. Das ist bei jedem Zaunsystem so, wir haben hier nicht viel Spiel. Hier haben wir ungefähr 5 bis 10 mm Spiel. Das 10 ist schon hart, also da sagen wir mal 5. Um das einzuhalten, habe ich folgenden Trick gemacht. Wir haben uns einfach hier so eine Zwischenlatte gebaut. Ich zeige es euch einfach mal. Diese können wir quasi zwischen den Pfosten unten legen und den Pfosten links wie rechts an die Latte anlegen. Somit haben wir unten schon mal das Maß erreicht, was wir erreichen wollten. Und dann gibt es einen sehr schönen Vorteil bei diesem System. Wir haben ja unsere Zwischenstreben. Diese können wir ja, ihr seht es hier, mit diesem System hier einhängen und dazwischen schrauben. Somit können wir sicherstellen, dass das Zwischenmaß immer eingehalten wird. Im Lieferumfang sind normale Schrauben für das Verschrauben hier drin. Das hat mir zu lang gedauert. Für die schnelle Montage habe ich einfach hier eine Dachlatte reingelegt und hier mit ein paar Spackschrauben die Teile eingeschraubt und somit ist der Pfosten top fixiert. Ihr habt hundertprozentig euer Zwischenmaß. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch nochmal hier die Diagonale messen und somit stehen die absolut perfekt und ihr könnt sie dann schön aushärten lassen, 2-3 Tage aushärten lassen und dann können wir hier die Abstrebung wieder abmachen und unsere Pfosten stehen. Ganz wichtig, ein Tipp gleich für euch mitgegeben. Diese Pfosten haben hier diese Deckel mit im Lieferumfang. Diese können wir annieten, anschrauben. Ich habe hier einfach ein ganz normales M5er Loch, Gewindeloch hier reingeschnitten und mache dann eine M5er Edelstahlschraube rein. Die habe ich schon reingemacht. Das sind noch nicht die richtigen. Ich hatte die anderen erst noch bestellt. Die kommen noch. Damit kann ich das hier oben festmachen. Warum solltet ihr das machen? Wenn ihr dann stärkere Wetterlagen habt, läuft euch der Pfosten mit Wasser voll. Und das wollen wir natürlich nicht, also deckt ihn ab. Jetzt werden gleich noch ein paar Fragen kommen. Warum ist denn da hier oben ein kleiner Propeller drauf? Das ist eine emotionale Geschichte. Diesen hatte ich mal damals von einigen Zuschauern oder einem Zuschauer bekommen für meine Webcam. Auf meinem Dach habe ich ihn nicht festbekommen, dafür war er einfach zu fragil. Aber hier wird er jetzt einen schönen Platz finden und dauerhaft hier zu sehen sein. Also hier nochmal, jetzt ist sie endlich montiert. Wenn du sie siehst, kannst du mal einen Kommentar unten hinterlassen. So hat sie einen würdigen Platz gefunden. Jetzt geht es dann halt weiter. Wir müssen hier noch ein bisschen Erdarbeiten machen. Wir werden erstmal alles drumherum
Raum einigermaßen wiederherstellen. Das ist mir wichtig. Ich werde die PV-Module, also die Glasmodule, noch nicht einhängen, denn wir werden jetzt erstmal alle Arbeiten hier durchfahren lassen. Wir müssen immer mal nochmal Steine schneiden, flexen, was weiß ich. Und da fliegen dann Splitter umher oder auch hier draußen, ihr seht ja die wilden Erdarbeiten. Das sind nicht nur meine Erdarbeiten. Ich habe jetzt hier gegraben und mein Nachbar hat auch nochmal gegraben. Dementsprechend seht ihr das absolute Chaos, was hier entstanden ist. Das müssen wir natürlich jetzt erstmal komplett wieder herstellen. Und erst dann werde ich die Glasmodule einhängen, weil so sind sie am besten geschützt und können dann quasi in Betrieb gehen, wenn alles in Ordnung ist. Und ich schmeiße nicht beim Bauen auszusehen hier irgendeinen Stein oder was rein. So, das soll erstmal der kurze Überblick zu diesem Projekt gewesen sein. Ihr seht, es ist noch verdammt viel Arbeit vor mir. Das heißt, es wird noch etwas länger dauern, bis dann vielleicht die nächsten Videos kommen. Aber nutzt jetzt einfach die Gelegenheit, um mir einiges Feedback und auch dementsprechende Fragen mitzugeben, so damit ich euch diese in dem nächsten Video mit beantworten kann und hier dann nicht unnötig lange Videos produzieren muss, wo ich jeden einzelnen Handschritt tausendmal erkläre, was ihr vielleicht selber hier schon gesehen habt und gar nicht wissen müsst. So, das wär's zu diesem Thema. Wie gesagt, lasst mir euer Feedback mit unten in den Kommentaren zukommen und teilt mir mit, was ihr von diesem Projekt haltet. Und damit bin ich raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Ach ja, übrigens, wenn ihr mich und meine Projekte unterstützen wollt, schaut doch mal auf meiner Kanal oder auf meiner Webseite nach. Dort habe ich auch eine kleine digitale Kaffeetasse und dort könnt ihr mir eventuell auch einen digitalen Kaffee ausgeben. Also, wir sehen uns im nächsten Video und vergesst bitte das Abo nicht. Tschüss, euer Marc auf YouTube.